hat ja sehr viele Ursachen. Und die Ursachen können auch einfach stressbedingt sein zum Beispiel, was wir im Zahnarztstuhl natürlich nicht sofort lösen können. Da bekommt der Patient vielleicht sogar sofort ein bisschen mehr Stress. Oder es können auch durch Zahnfehlstellungen oder störende Kontakte dazu führen, dass der Patient diese Kontakte sich wegknirschen möchte. Oder es kann auch von der Muskulatur herkommen. Also es kann sehr, sehr viele Ursachen haben und meistens ist es am besten, die Ursachen zu beheben. Also sicherlich hat das die beste Wirkung. Was wir natürlich zusätzlich machen können, wir können ja jemanden, der viel Stress hat im Beruf, natürlich nicht dazu raten, seinen Beruf aufzugeben, sondern wir können in diesen Fällen zum Beispiel so eine Knirscherschiene geben, was die Belastung, was auf die einzelnen Zähne kommt, ein bisschen gleichmäßiger verteilt und die Wirkung von diesem Knirschen ein bisschen eindämmt. Aber wenn die Ursache von den Zähnen herrührt, eine falsche Zahnstellung zum Beispiel, dann sind diese Schienen auch das Therapiemittel. Also damit kann man dann eben die richtige Position vom Kiefer finden und die Zähne dann in diese Position entweder mit Kieferorthopädie steuern oder mit verschiedenen Maßnahmen einschleifen oder prothetischen Maßnahmen. Also Knirschen ist eine sehr umfangreiche Geschichte und ganz kurz gefasst, sehr oft kann man mit Knirscherschienen, die man nur nachts tragen muss, eine gewisse Hilfe